Den Hut, den trage ich übrigens, weil ich auf Mallorca meine erste Chorizo gegessen habe. Insofern passt die Kopfbedeckung durchaus zu diesem Gericht. Zumindest für mich. Herzlich willkommen auf Ratzfatz Schlemm. Lecker Leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Heute grüßt Deutschland Spanien. Und zwar werden wir heute eine traditionelle Linsensuppe machen, die garniert ist mit einer Chorizo oder einer Scheibe Chorizo. Die bringt ordentlich Würze und das wird ganz sicher ganz lecker. Und wie ich das mache, seht ihr jetzt. Eine Chorizo ist eine spanische Paprikawurst. Die sieht so aus. Die gibt es einmal in einer milden und einmal in einer pikanten Variante. Das ist hier die eher scharfe Variante. Ich mag es halt, wie ihr wisst, etwas kräftiger. Dieses Gericht hat so in etwa der Eckhard Witzigmann und der Tim Melzer mal gemacht. Und ich bin gespannt, wie es wird. Die genauen Mengenangaben für 2 Personen findet ihr unten in der Box. Wir benötigen 2 Zwiebeln, 3 Karotten, eine Petersilienwurzel, etwa 150 Gramm Knollensellerie, 3 Kartoffeln, Petersilie aus dem Suppengrün, genau wie den Lauch, etwas Thymian, eine Chorizo oder 2, je nachdem wie viel Dingster man benutzen möchte. Diese hat hier in der Größe, die hat etwa 60 Gramm, 10 Dingster. Für 4 Personen ist ja auch nur zum Garnieren. Des Weiteren brauchen wir 200 Gramm Tellerlinsen, 1 Esslöffel rote Linsen, 3 Teelöffel oder 1 Esslöffel Butter, etwas Schnittlauch zum Garnieren, 2 Teelöffel Senf, 4 Teelöffel Balsamico-Essig, Salz und Pfeffer, 1,5 Liter Wasser und etwas Süßstoff zum Abschmecken. Beginnen werden wir so, dass wir die Zwiebeln, die Karotten, die Petersilienwurzel, Sellerie und Kartoffeln in kleine Würfel schneiden. Geschält und gewaschen habe ich alles schon. Dann die Zwiebeln etwas in Rapsöl andünsten. Dann das restliche Gemüse dazugeben, 1-2 Minuten anbraten. Die Linsen dazugeben und 1,5 Liter Wasser drauf. Das alles passiert in einem Topf. Und dann darf die Sache erstmal so 30 bis 40 Minuten kochen. Salzen und pfeffern werden wir erst danach. Den Thymian und die Petersilie geben wir auch sofort dazu. Do you recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice? And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on. Um den Lauch gut waschen zu können, kann man, wenn die Wurzel noch dran ist, ihn so halbieren und dann können hier die einzelnen Blätter wunderbar abgewaschen werden. Die Chorizo werden wir uns so schräg in Scheiben, in dünne Scheiben schneiden und diese dann in einer Pfanne ohne extra Fett braten. Die Zwiebel wird jetzt etwas in Rapsöl angedünstet und dann kommt das Gemüse dazu. Sind die Zwiebeln leicht glasig, kommt das Gemüse dazu.
Das lassen wir noch etwa 2 Minuten anbraten. Und steinigt mich nicht dafür. Ich mache wieder ein wenig Kümmel rein, das ist so etwa einen halben Teelöffel. Die Verdauung dankt's mir. Den Thymian zupfen wir uns ein wenig ab. Und hacken den zusammen mit der Petersilie. Ist das Gemüse ein wenig angebraten, geben wir erst die roten und dann die Tellerlinsen dazu. Sowie die Petersilie. Und füllen alles mit 1,5 Liter Wasser auf. Und jetzt darf die Suppe so 30 bis 40 Minuten kochen oder köcheln bei mittlerer Hitze. Wenn die Linsen fertig gekocht sind, geben wir eine ordentliche Prise Salz dazu, den Pfeffer, sowie den Essig und den Senf. Und rühren alles unter. Ich habe noch mal ein paar Tomaten halbiert. Die werden wir dann in dem Fett der Chorizo in der gleichen Pfanne mit anbraten und werden diese dann auch zum Garnieren benutzen. Wenn die Wurst fertig gebraten ist, kann sie auf einen Küchenkrepp abtropfen. Jetzt werden die Tomaten angebraten. Die Butter wird erhitzt, bis sie schaumig ist und kommt dann auch zu den Linsen dazu. Wer auf vegetarisch Wert legt, lässt die Chorizo und die Butter weg und wäre dann bei einem Dings da. Mit Chorizo und der Butter, die Butter bringt halt auch nochmal so einen leckeren Geschmack, sind wir bei 5 Dings da, was auch nicht allzu viel ist. So, dann bleibt mir bloß noch zu sagen, guten Appetit. Diese Kombination Chorizo und Linsensuppe ist schon geil. Also doch, lecker. Ich hoffe, das Video hat euch heute gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten, wie immer. Und hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, euer Carsten. Ciao.